Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Kässpätzle mache. Das ist sozusagen die schwäbische Version eines Nudelauflaufs, aber natürlich viel besser. Viel besser deshalb, weil ich handgeschabte Spätzle verwende und wie man die macht, zeige ich in diesem Video. Aber man kann auch vorgefertigte Spätzle verwenden. Zunächst werden Zwiebeln angebraten. Pro Person nehme ich eine große Zwiebel, welche in feine Streifen geschnitten werden. Anschließend werden sie gesalzen und in etwas Öl angebraten. Das gibt ein paar freie Minuten, um den Käse zu reiben. Ich habe hier einen Schafskäse, aber man kann auch jeden anderen Hartkäse nehmen, den man gerne mag. Da Zwiebeln einen hohen Zuckergehalt haben, bekommen sie schnell schwarze Stellen. Um eine gleichmäßige Bräunung zu erhalten, gießt man dann ungefähr einen Esslöffel Wasser in die Pfanne, dann sollte es zischen und man sollte die Zwiebeln umrühren. Das Wasser löst die Röststoffe und so werden alle Zwiebeln schön gleichmäßig braun. Das Ganze wird nochmal wiederholt und dann können die Zwiebeln aus der Pfanne geholt werden. Der Grill des Backofens sollte nun angestellt werden. Nun wird etwas Butter zerlassen und so lange braten gelassen, bis sie anfängt braun zu werden. Das merkt man daran, dass sie dann keine Bläschen mehr wirft. Jetzt müssen die Spätzle in die Butter gegeben und untergerührt werden, damit sie nicht nur heiß werden, sondern damit sich auch die Röstaromen der Butter in den Spätzle verteilen können. Da die Pfanne ein bisschen zu klein ist, rühre ich erst einen Teil unter und gebe dann den Rest dazu. Aus irgendeinem Grund lässt sich die Menge dann besser handhaben. Sind die Spätzle heiß, wird das Feuer abgedreht und die Spätzle werden in die natürlich schon bereitstehenden, feuerfesten Formen gegeben. Damit sie unten in der Form nicht anbacken, gebe ich noch etwas Sahne dazu, nicht viel, 1 bis 2 Esslöffel reichen aus, je nach Geschmack. Wer Wert auf Sahnesoße legt, nimmt mehr. Jetzt muss noch der geriebene Käse auf den Spätzle verteilt werden. Meine beiden Auflaufformen habe ich auf einer feuerfesten Unterlage stehen, dann lassen sie sich besser tragen. Und jetzt schiebe ich sie unter den mittlerweile heißen Grill. Der Moment, den es dauert, bis der Käse überbacken ist, gibt mir die Zeit, eine Salatsauce zu machen. In eine Schüssel gebe ich einen Esslöffel Essig, einen Teelöffel groben Senf, Salz und Pfeffer sowie 2 Esslöffel Öl. Alles wird verrührt und die Salatblätter darüber gegeben. Untergerührt wird die Salatsauce dann beim Servieren. Je nach Stärke des Grills bräunt der Käse mehr oder weniger schnell. Sobald letzterer appetitlich braun wird, sollten die Kässpätzle aus dem Ofen genommen werden. Die Zwiebeln werden nun auf die Kässpätzle verteilt und es kann gegessen werden. Natürlich darf ein bisschen Petersilie oder Schnittlauch zur Dekoration nicht fehlen. Hier könnt ihr vielleicht sehen, dass die Spätzle durch die Sahne überhaupt nicht trocken sind. Sie schmecken wunderbar nach dem Aroma des Käses, welches durch die Nussbutter noch unterstrichen wird. Als Nachtisch kann man sich diese Pavlova, also gebackene Marinke, mit Sahne und Früchten gönnen. Dieses Dessert ist total einfach zu machen und kommt immer gut an. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!